Ich bin sowas von enttäuscht. Sind mal sehr gespannt, ob wir gleich hier wieder rauskommen ohne Probleme. Und jetzt tanzen wir hier rum, damit uns die Mücken nicht völlig verjücken. Ob das jetzt daran liegt, dass die scheu sind Oder bekloppt. oder bekloppt. Guten Morgen und willkommen zum neuen Video. Guten Morgen aus Ungarn. Gestern sind wir nach Ungarn eingereist und es war schon den ganzen Tag ziemlich heiß. Zum Glück stehen wir jetzt hier beim Städtchen Julia in einer kleinen Aue an einem Fluss. Wir haben uns dieses Plätzchen ausgesucht in einer Flussaue, in einer großen Wiese am Fluss. Wir haben vorher auch extra getestet, ob es hier trocken ist, bevor wir hier drauf gefahren sind. Jetzt hat es heute Nacht aber ein dickes Gewitter, natürlich nicht angekündigt im Wetterbericht, und ordentlich Regen gegeben. Und wir sind mal sehr gespannt, ob wir gleich hier wieder rauskommen ohne Probleme. Ja, gleich wollen wir uns den Ort, wenn wir hier rauskommen, den Ort Julia mal anschauen. Der hat einiges zu bieten und dann nehmen wir euch gleich mit. Da hinten haben wir uns mit Balu hin verkrümelt zwischen die Bäume in der Hoffnung, dass wir morgens noch ein bisschen Schatten haben. Diese Rechnung ist auch aufgegangen. Nur jetzt haben wir ein ziemlich großes Stück Wiese, durch das wir durch müssen. Und ich denke mal, es wird klappen. Ich glaube, so nass ist sie jetzt nicht mehr. Also, hat richtig gut geklappt mit dem Rauskommen. Da war überhaupt gar kein Problem. Haben uns völlig umsonst Sorgen gemacht. Wir haben einen Parkplatz in Giola gefunden, direkt am Rand von diesem kleinen Park. Jetzt laufen wir hier durch diesen Park, kommen, glaube ich, gleich zu dem Fluss, und auf der anderen Seite befindet sich ein Fort oder eine Burg oder sowas, was man besichtigen kann. Und da wollen wir jetzt mal hingehen und uns das anschauen. Da hinten, Arm aber verrenken hier. Da hinten ist die Burg. Eben konnte man es besser sehen. Jetzt ist es schon wieder so hell geworden. Warum? Ja, das Wetter ist nicht so gut. Nee, es zieht sich ziemlich zu. Und wir fürchten auch, dass da gleich irgendwie ein Schutt runterkommt. Ja, wir gehen jetzt mal zu der Burg. Die können wir bestimmt in dem Trockenen angucken. Hoffentlich lassen sie uns rein, wenn wir keine Forint haben. Wir haben nämlich noch keinen Geldautomaten gesehen. Ja, wir haben jetzt unsere Tickets für die Burg bekommen. Die musste man woanders kaufen. Und auch hier in Ungarn ist es wohl so, dass man mit dem Schwerbehindertenausweis kostenlos in die Sehenswürdigkeiten reinkommt. Das steht nirgendwo dran, muss man halt wissen. Oder fragen. There's a song inside your soul, waiting to be heard. Jetzt sind wir oben auf dem Umgang von der Burg. Also wir sind jetzt innen einmal rumgegangen. Im Hof ist eine Bühne aufgebaut und eine Tribüne mit Sitzplätzen. Also hier finden anscheinend dann auch irgendwelche Veranstaltungen statt.
In den Räumen sind dann verschiedene Ausstellungen so zum Ritterleben. Das meiste ist halt mit Ungarisch beschriftet, wenn überhaupt. Also für uns nur durch die Bildsprache zugänglich. In einem Raum war es auch Englisch. Da ging es halt hier um die Türkenkriege, weil auch diese Festung ist halt irgendwann von den Türken belagert und erobert worden, wie halt fast alles hier in Ungarn. Ne? Und ja, jetzt gucken wir mal, gehen wir nochmal auf den Turm hoch. Und dann haben wir die Festung. Also ist eigentlich ganz schön hier. So kann man sich gut drin aufhalten. Ne? Auf jeden Fall, ja, es war genau. ganz interessant. Und das Besondere, was wir gelesen haben im Vorfeld, war, dass das hier eben eine Ziegelsteinburg ist. Das sieht man ja auch überall, die Ziegelsteine hier. Oh, out of the silence and into the unknown. Louder, louder, let go. Behind closed eyes, memories unfold. Ja, und hier in Gyula stoßen wir auf Albrecht Dürer. Wir haben gelesen, dass der Vater von Albrecht Dürer tatsächlich hier in Gyula geboren wurde. Wie die Familie dann nach Nürnberg gelangt ist, wissen wir jetzt auch nicht. Und wir sind jetzt auch nicht ganz sicher, ob das der Albrecht Dürer ist, hier diese Statue, oder ob das der Papa ist, den sie darstellen. Echt eine Stunde dauert das jetzt. Jetzt waren wir hier schön essen und wir sind gerade fertig und jetzt geht hier das Unwetter los. Also es donnert, es regnet, es stürmt ganz ordentlich und es sieht ganz so aus, als wenn wir jetzt noch eine Weile hier sitzen bleiben. Nachdem wir jetzt richtig gut gegessen haben und das Wetter doch wieder etwas besser geworden ist, gehen wir jetzt noch weiter in die Stadt. Wir haben nämlich noch ein To-Do hier in Genau. Gyula. Die allerwichtigste Sehenswürdigkeit hier ist, weswegen wir eigentlich nur hierhin wollten, ist, hier gibt es eine sogenannte 100-jährige Konditorei. Die ist, glaube ich, tatsächlich schon älter als 100 Jahre, aber die hat mittlerweile halt diesen Namen. Und das ist halt eine ganz traditionsreiche Konditorei, wo es halt diese typischen ungarisch-österreichischen Leckerchen gibt. Und das ist etwas, das müssen wir natürlich auf jeden Fall probieren. Ja. Deswegen riskieren wir es jetzt rauszugehen, obwohl der Wetterbericht sagt, dass es noch mindestens eine halbe Stunde weiter regnet. Aber es regnet ja im Moment gar nicht, ne? Das ist angenehm. Genau. Und es ist noch ein Museum angeschlossen, habe ich gelesen. Ja, so, wo du dann alte Backformen und sowas wahrscheinlich bewundern kannst. Oder Sachen probieren kannst. Im Museum? Das haben wir vor 100 Jahren mal hergestellt. Genau. Kosten Sie doch mal. Und da hinten ist sie schon. Es fängt auch schon wieder an zu tropfen. Höchste Zeit, dass wir wieder ins Trockene kommen. Ich hoffe, der Holzzaun darum heißt nicht, dass sie gerade am Umbauen sind und deswegen man nichts kriegt. Das wäre eine furchtbare Enttäuschung. Am besten gehen wir mal rein und gucken nach. Das ist hier die gute Stube, die Kaffeestube. Es sieht aus wie ein Museum. Man traut sich kaum die Möbel anzufassen, aber es ist tatsächlich, man kann sich hier hinsetzen zum Kaffee trinken. Also es ist jetzt ein bisschen drückend hier drin. Wir werden nachher wieder rausgehen, aber anschauen muss man sich das auf jeden Fall mal. So, da sind wir. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und jetzt geht's auf in die Puszta. Schließlich sind wir in Ungarn, da muss man mal Puszta gucken, oder?
Wir sind jetzt hier in Hotobagi am Besucherzentrum von einem Teil dieses Nationalparks oder Naturparks, weiß ich gerade nicht genau, von der Puster. Und eigentlich stellen wir uns Puster ja immer wie eine trockene Steppe vor, ist es aber gar nicht, weil die Puster enthält auch ganz viele Sumpfgebiete und Feuchtgebiete. Und hier diese Ecke, da gibt es tatsächlich viele Fischteiche und Wasservögel zu sehen. Das war, früher wurde das hier Badlands genannt, weil es eben überhaupt nicht geeignet war für irgendeine Form von Landwirtschaft. Und dann haben die Leute vor 100 Jahren hier eben gesagt, legen wir eben Fischteiche an, wenn es eh so feucht ist. Und jetzt sind hier eben große Fischteiche und die ziehen viele Wasservögel an. Und da werden wir jetzt mal eine kleine Runde machen und uns das anschauen. Eine Eisenbahn soll es hier auch geben, die durch den Park geht. Aber die ist jetzt schon längere Zeit wohl außer Betrieb. Also draußen steht dran, die wird auch dieses Jahr nicht funktionieren. Ich hatte irgendwo auch gelesen, letztes Jahr funktionierte sie auch nicht. Da gibt es wohl einen Gleisschaden oder so. Und naja, ich glaube, es ist aber jetzt auch nicht so weit, dass man es nicht zu Fuß bewältigen könnte. Hier sind so Vogelbeobachtungsstationen eingezeichnet auf der Karte. Wir vermuten mal, das hier ist eine, aber ist zu, kommen wir nicht rein. Jetzt kann man sich wenigstens hier unterm Vordach ein bisschen vom Regen unterstellen. Also wir haben eben mal auf die Wetter-App geguckt, das soll jetzt wohl nur so 10 Minuten ein bisschen tröpfeln. Und das warten wir jetzt ab und hoffen, dass wir dann im Trockenen weitergehen können. Ich bin sowas von enttäuscht. Hier sollen die Wasserbüffel zu sehen sein. Da habe ich mich so drauf gefreut. Und da irgendwie ganz hinten sieht man so ein paar schwarze Klumpen auf der Wiese liegen. Das könnten Wasserbüffel sein. Aber richtig sehen tut man sie nicht. Und außerdem wird man hier gerade völlig von den Mücken zerstochen. Überraschenderweise in so einem Wetland. Wir haben natürlich weder lange Sachen bei, noch dran gedacht, uns einzusprühen. Und jetzt tanzen wir hier rum, damit uns die Mücken nicht völlig verjücken. Ich weiß nicht, ob es viel nutzt. Jetzt haben wir doch noch die Wasserbüffel aus etwas näherer Entfernung gefunden, dass man zumindest sehen kann, dass da Wasserbüffel sind. Der Regen hat auch aufgehört, es kommt sogar ein bisschen Sonne raus und hier auf dem Hauptweg plagen die Mücken auch nicht so doll. Also es wird wieder alles besser. Jetzt haben wir hier so einen Beobachtungsturm gefunden. Ich glaube, die Hütte eben war doch keine Beobachtungsstation. Das war irgendwas anderes, keine Ahnung. Hier ist jedenfalls so ein Aussichtsturm. Über 3 Etagen kann man hier hochsteigen. Und dann hat man wirklich einen schönen Ausblick hier über die ganzen Wasserflächen. Um richtig Vögel zu beobachten, müsste man irgendwie näher dran. Die sieht man jetzt mehr so aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob es da noch jetzt so wirklich Beobachtungshütten oder sowas gibt. Aber ich glaube, angesichts des Wetters, es tröppelt schon wieder, werden wir jetzt mal zurückgehen. Und es gibt nämlich hier noch verschiedene andere Ecken, wo man sich Teile von der Puster angucken kann. Und das wollen wir uns die nächsten Tage vielleicht auch noch anschauen. Die Wasserbüffel kennen wir ja schon aus Asien und deshalb sind wir besonders entzückt, die auch hier sehen zu können. Diese Wasserbüffel sind wohl gar nicht von Menschenhand hier rübergebracht worden, sondern die sind freiwillig irgendwann von Asien hier eingewandert.
So, Standortwechsel. Wir sind jetzt zu einem anderen Teil von diesem Nationalpark gefahren. Das heißt, Salka-Halom. Da kann man jetzt auch so einen kurzen Weg gehen. Wetter sieht im Moment sogar ganz freundlich aus. Und ja, da schauen wir jetzt mal, solange es noch trocken ist. Ja, wir hoffen, dass es jetzt nicht so matschig ist. Hier soll ja eher so ein bisschen die etwas trockenere Pusta starten oder sich befinden. Und ja, die schauen wir uns jetzt gerne mal an. Ja, und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gewusst habt, dass in der Pusta tatsächlich auch viele Feuchtgebiete sind. Also wir haben es nicht gewusst, ne? Nee. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Also das ist jetzt eher, wie wir uns die Pusta-Landschaft vorgestellt haben. Und hier ist gerade so ein Infostumpen da und da steht, das sind hier diese alkalischen Grassteppen. Also es ist ja dadurch, dass das hier alles abgeholzt und entwässert wurde und der Boden sehr salzhaltig ist, wurde das halt sehr alkalisch und dadurch können eben nur noch bestimmte Gräser auf diesem Boden wachsen. Ja, und es sieht schon ganz gut aus. Das ist ein ganz schönes Gestarkse hier. Dieser Vogelbeobachtungsturm ist jetzt die Endstation von diesem kleinen Pfad und es war wirklich ganz nett hier. Also ohne Karte wäre es schwierig geworden. Schon gut, dass wir das Heftchen hatten, weil es war so ein bisschen Pfadfinderarbeit, diese einzelnen Infopimpel immer zu finden. Und die Info war jetzt auch eher spärlich, die bestand halt aus einem Wort, aber trotzdem interessant. Wir hatten ja vorher auch schon was über Pusta gelesen. Und von dem Vogelbeobachtungsturm, also hier in dem Wäldchen, konnten wir auch ein paar von diesen kleinen Falken beobachten. Das ist irgendwie eine Art, die hat so gelbe Füße, ein weißes Köpfchen und einen dunkleren Körper. Und da haben wir jetzt tatsächlich mehrere von gesehen. Ja, aber jetzt fängt es gerade schon wieder an, so ein paar heftige Windböen zu kommen und dunkle Wolken am Himmel. Das heißt, wir werden jetzt mal sehen, dass wir zu Balut zurückmarschieren. Und insgesamt muss ich aber sagen, der Pfad hat uns jetzt wirklich gut gefallen. Was uns an diesem Pfad auch noch sehr gut gefallen hat, es waren wieder mal kaum Leute da. Wir waren sozusagen alleine und das gefällt uns ja immer ganz gut. Man hört hier die Tiere, also die Vögel zwitschern und sonst nicht viel. Die Straße, die war ja ein Stückchen weiter jetzt weg und insofern ist es ein richtig schönes Naturerlebnis. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. Whisper your words like secrets written in an old moleskin. Guten Morgen, wir sind ja gestern noch nach Hortobagge in den kleinen Ort gefahren, haben uns noch ein paar Sachen hier angeschaut und haben dann hier an der kleinen Kirche wunderbar übernachtet. Ja, es war etwas ruhiger als jetzt. Irgendwelche Bauarbeiten laufen da im Hintergrund, wie man vielleicht leider hört. Wir waren nur begleitet hier vom Klappern des Storchs, der ein paar Meter hinter uns sein Nest hat. Ja, das ist hier so das kleine touristische Zentrum des Orts. Also tagsüber sind hier halt Souvenirbuden und ein paar Café, Restaurants und sowas. Aber abends machen die alle zu und dann wird es richtig schön ruhig. Ja, heute wollen wir noch mal ein bisschen Pusta angucken. Und zwar gibt es hier ein paar besondere Tierarten, also Tierarten, die hier gezüchtet worden sind. Zum Beispiel das Zackelschaf oder das Graurind.
Und wir hoffen, dass wir uns die heute angucken können. Wir müssen jetzt erstmal hier diese Info für diesen Park finden, weil hier ist im Moment auf der anderen Seite der Straße eine riesige Baustelle. Da wird gerade alles auf links gekrempelt. Und da hatte die eigentlich ihren Sitz, die ist aber geschlossen. Und jetzt müssen wir mal rausfinden, wo die jetzt ist und ob überhaupt Zugang zu diesen Tiergehegen ist, die es da geben soll. Weil wir haben schon gesehen, zu ein paar Sachen ist eben einfach kein Zugang, weil gerade ist nicht. Ne? Schäfermuseum zum Beispiel ist nicht. Kleine Eisenbahn läuft nicht. Ach, und das Geknalle im Hintergrund. Da macht der Souvenirstandbetreiber vor, wie schön eine Peitsche knallt. The sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Also wir haben uns jetzt die Neunbogenbrücke angeschaut und jetzt gehen wir zu Baloo zurück und fahren dann zu Den Zackelschafen. Zu den Zackelschafen, genau. In der Information haben wir eben gehört, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Einmal zum Wildtiergehege oder eben zu diesem Nutztiergehege. Und Wildtiergehege, da müsste man halt mit diesem Elektrobus hinfahren. Wäre 1,5 Stunden Tour, also 10 Minuten fahren und dann sich da die Tiere angucken, die aber im Gehege sind. Und dafür auch erst um 12, das ist uns alles zu spät. Ja. Und Machen wir das andere. ja, und dann gucken wir uns lieber diese Nutztiere an. Da können wir jetzt selber mit Baloo hinfahren, wo das ist und uns das dann anschauen. Und hier ist richtig was los. Ja. Also da in der Touristeninformation, da standen die Leute Schlange. Hier fährt auch ein Auto nach dem anderen. Also das ist schon ein touristischer Hotspot hier irgendwie. Auf jeden Fall. Ne? Man musste Ja, sich wir in können der hier Info rein. richtig quetschen. Ja, War nicht und die schön. waren auch ein bisschen gestresst da, die Mitarbeiterin, hatten wir den Eindruck. Ja. Ne? Film die Kirche nochmal. Die sieht ja so krass aus von Ja. Weite. Diese Kirche hier, an der wir jetzt stehen, haben wir gerade gelesen, die ist erbaut worden zum Gedächtnis an die 12 Arbeitslager, die in den 50er Jahren hier existierten und wo eben ganz viele Ungarn hin verschleppt wurden und Zwangsarbeit leisten mussten. Wearing the skirt that my mother gave to you. Wir sind angekommen am Zackelschafpark oder wie immer das hier heißt. Ich vermute mal, die haben das wie so einen kleinen Bauernhof gestaltet, weil das sind ja jetzt die Nutztiere, die hier in der Pusta gehalten wurden. Die mussten ja irgendwie besonders genügsam sein, weil es eben auch nicht so viel hier gab. Also zum Beispiel mit diesen salzhaltigen Gräsern zurechtkommen. Und da entstanden halt besondere Tiersorten, wie eben das berühmte Zackelschaf mit so langen gedrehten Hörnchen. Und die Graurinder gehören noch dazu. Und ich glaube, es gibt noch Wollschweine oder sowas. Ja, mal gucken, was wir hier zu sehen On the bekommen. side of your neck of you. And turn off the lights. The stars in the sky are turning so clear. Und heute die Wasserbüffel von ganz nah. The feelings unheard can still be just as sincere. But something's not right. Something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. Ja, die Mission ist erfüllt. Wir haben die Zackelschafe gesehen. Ja, in der Das ist irgendwie ein Tat. lustiger Name. Und es war auch lustig irgendwie, wie die sich benommen haben, dass die immer so auf einem Haufen, so ganz eng zusammen, die Köpfe alle nach unten. Und manchmal haben wir echt den Eindruck gehabt, die tun so, als ob sie fressen, ne? Aber da war gar nichts. Einfach nur so eine, Ja. die haben so eine, wie nennt sich das? So ein Standbild oder so gebildet. Ob das jetzt daran liegt, dass die scheu sind Oder bekloppt. oder bekloppt, wissen wir nicht, weil letztendlich sind die ja auch hier an Menschen gewöhnt.
Ja. Ja, jetzt denke ich, reicht's für hier auch und wir gehen jetzt gleich mal zu Balut zurück und überlegen mal, wo wir jetzt als nächstes hinfahren wollen. Jetzt gönnen wir uns unsere erste ungarische Spezialität, nämlich Langos. Das ist frittierter Brotteig und wir haben eine Variante mit Sour Cream und Käse drauf. Und weil es, glaube ich, nicht ganz kalorienarm ist, begnügen wir uns mit einem Langos für 2 Personen. Walking the leaves under the trees without any shoes on, and holding my hand to spin you around, and I sing you a song. Guten Morgen! Wir sind hier in Ungarn, in einer Stadt, deren Namen ich mir weder merken, geschweige denn aussprechen kann. Ich blende es unten ein, ihr werdet es dann verstehen. Wir haben hier eine ganz ruhige Nacht verbracht. Es ist hier am Parkplatz eigentlich komplett leer. Wir vermuten, dass der mit zu diesem Freilichtmuseum gehört, zu dem wir jetzt gleich gehen werden, um uns mal ein bisschen so historische Bauten im ländlichen Ungarn anzuschauen, dass wir davon auch mal einen Eindruck bekommen. Das Museum war sehr interessant, aber wir durften leider keine Videos machen. Deswegen kann ich jetzt mal ein bisschen dazu erzählen. Es hat halt, ich glaube, 13 Häuser oder so, also ganz viele Bauernhäuser, die hier im Groben und Ganzen aus der Region stammen. Die meisten davon sind tatsächlich hier hingebracht worden. Einige Gebäude wurden nach alten Fotografien und Zeichnungen rekonstruiert. Dann gibt es noch eine Kirche, Geschäfte, eine Scheune, eine Drehmühle, die hier mit Tieren angetrieben wurden. Und man kann an den Häusern sehr schön sehen, wie unterschiedlich halt der Wohlstand der Leute war. Also manche waren sehr, sehr einfach. Wir haben eine Hütte gesehen, die war teilweise wirklich nur so in die Erde gebuddelt mit dem Dach drüber, ganz, ganz einfach. Und im Gegensatz dazu war dann das prächtigste ein Pfarrhaus, wo wirklich alles vom Feinsten war mit schicken Möbeln und so weiter. Und ja, es war alles sehr liebevoll eingerichtet. Im ersten Haus war noch mal eine Sammlung mit altem Geschirr und so, für die Region typisch. Und es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Stunden da verbracht und wir hätten noch weiter gucken können. Wir konnten jetzt irgendwann nicht mehr. Ja, das war's mit dem Video aus Ungarn. Wir verbringen das Wochenende jetzt noch entspannt auf einem Campingplatz und ja, Nächste Woche geht es dann weiter Ja. ins nächste Land. ins nächste Das Land. heißt, ihr seht uns dann im neuen Land. Und wir freuen uns wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, über Kommentare und Likes. Und falls immer noch nicht geschehen, drückt unbedingt den Abonnieren-Button. Bis nächste Woche. Tschüss. Fangen wir mit dem Lärm da hinten an. Julia, Jula. Beulah, glaube ich. Beulah. Gestern sind wir in... Es ist schon wieder weg. Was haben wir denn gestern gemacht? Da sind wir dabei. Das ist prima.